dass ich sehr, sehr gerührt bin. Ich bin unheimlich gerührt, ich kann jetzt weinen. Das finde ich so unbeschreiblich. Sie war Deutschlands Liebling in den 1950 und 60er Jahren. Eine Stimme, die den Äther erhellte, und eine Präsenz, die eine goldene Ära der Unterhaltung prägte. Aber jetzt, mit 81 Jahren, hat der Sohn von Cornelia Froboess endlich gesprochen. Und was er gerade zugegeben hat, lässt die Fans sagen, wir haben es immer gewusst. Haben Sie als Kind Cornelia Froboess gehört oder ihre Filme gesehen? Kommentieren Sie 1. Wenn Sie sich an Ihre Glanzzeit erinnern, oder 0, wenn Sie Ihre Geschichte gerade erst entdeckt haben. Und bleiben Sie bis zum Ende dran. Denn dies ist nicht nur eine Offenbarung, es ist eine Hommage an eine Mutter, eine Ikone und eine Wahrheit, die Jahrzehnte brauchte, um ans Licht zu kommen. Ein Kinderstar. Die 1943 im brandenburgischen Wriezen geborene Cornelia Froboess begann ihren bemerkenswerten Weg in der Unterhaltungsbranche schon sehr früh und wurde schließlich der erste Kindergesangsstar in der Geschichte Deutschlands. Im Gegensatz zu vielen Künstlern, die jahrelang nach Anerkennung suchen, fand sich Froboess bereits im zarten Alter von 7 Jahren im Rampenlicht wieder und legte damit den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere, die sich über Jahrzehnte erstrecken sollte. Der entscheidende Moment für Froboess kam 1951, als sie im Alter von nur 8 Jahren das aufnahm, was ihr Durchbruch werden sollte. Pack die Badehose ein markierte den Beginn ihrer Karriere als die kleine Cornelia. Diese fröhliche Melodie über Kinder, die an einem heißen Sommertag am Wannsee baden gehen, fand im Nachkriegsdeutschland großen Anklang. Was diesen frühen Erfolg so besonders machte, war die familiäre Verbindung, die dahinter steckte. Ihr Vater, Gerhard Froboess, komponierte das Lied speziell für seine talentierte Tochter. Die Komposition fängt die unschuldige Freude an den Sommerabenteuern der Kindheit perfekt ein und bietet einer Nation, die sich noch immer von schwierigen Zeiten erholt, eine willkommene Atempause. Die kulturelle Wirkung dieses scheinbar einfachen Kinderliedes war erstaunlich. Pack die Badehose ein war mehr als nur ein Schlager und wurde über seinen Status als Volkslied hinaus zu einem weithin anerkannten Begriff in der deutschen Kultur. Sogar heute noch verstehen Deutsche, die das ursprüngliche Lied nie gehört haben, den Ausdruck als Synonym für Baden gehen. Diese sprachliche Langlebigkeit zeigt, welch tiefgreifenden Einfluss der junge Künstler auf die nationale Vorstellungswelt hatte. Nach dem anfänglichen Erfolg wurde die Aufnahme am 10. Mai 2004 mit einer Laufzeit von 51 offiziell veröffentlicht. Aufwachsen im Rampenlicht. Als Froboess reifte, wurde auch ihre Bühnenpersönlichkeit reifer. Anfänglich trat sie als die kleine Cornelia auf. Doch nach und nach ging sie dazu über, einfach als Conny und später als Conny Froboess aufzutreten. Diese Entwicklung spiegelte ihre Entwicklung von der Kinderdarstellerin zum aufstrebenden Teenie-Idol wider. Ein Übergang, den nur wenige Kinderstars erfolgreich meistern. Der überwältigende Erfolg von Pack die Badehose ein machte Froboess praktisch über Nacht zum Kinderidol. Auf diesem Fundament baute sie jedoch mit bemerkenswerter Beständigkeit auf. In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren festigte sie ihren Status als beliebter Teenie-Star. In dieser Zeit spielte Froboess bei ihren Filmauftritten typischerweise Figuren mit dem Namen Conny, eine clevere Marketingstrategie, die die Grenzen zwischen ihren Rollen auf dem Bildschirm und bei den Aufnahmen verwischte. Dieses kohärente Branding half dem Publikum, sich mit ihr über verschiedene Unterhaltungsmedien hinweg zu verbinden und stärkte ihre Anziehungskraft. Ihre frühe Berühmtheit legte den Grundstein für eine beeindruckende Reihe musikalischer Erfolge, die folgten. Songs wie Zwei kleine Italiener, I Love You Baby und American Music festigten ihre Stellung in der deutschen Popkultur. Music festigten ihren Platz in der deutschen Popkultur. Diese Hits
waren mehr als nur kommerzielle Erfolge. Sie machten Froboess zu einer bedeutenden kulturellen Figur, deren Werk die sich entwickelnde deutsche Nachkriegsidentität widerspiegelte und beeinflusste. Die Anziehungskraft des jungen Stars reichte über die Aufnahmestudios hinaus. Neben ihrer musikalischen Karriere begann Froboess bereits in ihrer Kindheit in Filmen mitzuspielen. Diese doppelte Begabung für Gesang und Schauspielerei unterschied sie von ihren Altersgenossen und ließ ihren späteren Erfolg in ernsteren dramatischen Rollen erahnen. Bis 1962 hatte sich Froboess vom lokalen Kinderstar zur internationalen Künstlerin entwickelt und vertrat Deutschland beim Grand Prix Eurovision, wo sie einen respektablen 6. Platz erreichte. Dieser Auftritt auf der europäischen Bühne zeigte, wie weit sie es seit ihren Anfängen als die kleine Cornelia gebracht hatte. In diesen prägenden Jahren gelang Froboess etwas, das unter Kinderdarstellern selten ist. Sie wuchs mit ihrem Publikum und entwickelte sich von einer charmanten Kindersängerin zu einem anspruchsvollen Teenager-Idol, während sie gleichzeitig eine authentische Verbindung zu den Fans aufrechterhielt, die ihre Reise verfolgten. Diese Fähigkeit, in der Öffentlichkeit anmutig zu reifen, sollte sich als unschätzbar erweisen, als sie später zu erwachsenen Rollen und anspruchsvolleren künstlerischen Unternehmungen überging. Der Aufstieg zum Ruhm, vom Teenie-Idol zur angesehenen Schauspielerin. Nachdem sie sich als beliebter Kinderstar etabliert hatte, vollzog Cornelia Froboess eine bemerkenswerte Wandlung, die sie von der Teenager-Pops-Sensation zur von der Kritik gefeierten Schauspielerin machte. Im Laufe der Jahrzehnte, in denen sie sich immer wieder neu erfand, gelang es ihr, sich den authentischen Charme zu bewahren, der sie beim Publikum in ganz Deutschland so beliebt gemacht hatte. Als die Rock'n'Roll-Welle in den späten 1950er Jahren über Deutschland schwappte, war Froboess, damals selbst ein Teenager, perfekt positioniert, um auf dieser kulturellen Strömung mitzureiten. Professionell als Connie Froboess arbeitend, passte sie ihren Musikstil an, um lebendigere, Rock'n'Roll-ähnliche Beats einzubauen, ähnlich wie es ihre Zeitgenossinnen Connie Francis in Amerika und Petula Clark in England und Frankreich zur gleichen Zeit taten. Froboess festigte ihren Status als deutsches Teenie-Idol durch eine Reihe von musikorientierten Filmen, in denen sie an der Seite des Schauspielers Peter Kraus auftrat. Diese Connie und Peter-Serie lief bis in die frühen 1960er Jahre und nutzte sowohl ihre schauspielerischen als auch ihre gesanglichen Talente effektiv aus. Die beiden wurden so populär, dass sie zu den meistbewunderten deutschen Teenie-Idolen der damaligen Zeit wurden. Für viele Deutsche, die in der Nachkriegszeit aufwuchsen, verkörperte Froboess das ideale Berliner Mädchen, vergleichbar mit dem, was Sandra Dee in ihrer Rolle als Gidget für das amerikanische Publikum darstellte. Ihre Musik fand großen Anklang bei jungen Menschen, die sich in der sich rasch verändernden kulturellen Landschaft Europas in der Mitte des Jahrhunderts bewegten. Der Höhepunkt von Froboess musikalischer Karriere kam 1962, als sie Deutschland beim Eurovision Song Contest mit Zwei kleine Italiener vertrat. Obwohl sie beim Wettbewerb nur den 6. Platz belegte, wurde das Lied zu ihrer einzigen Single in den deutschen Charts und verkaufte sich über 1 Million Mal, was ihr die begehrte goldene Schallplatte einbrachte. Um ihre internationale Anziehungskraft zu demonstrieren, nahm Froboess eine niederländische und eine italienische Version des Hits auf. Trotz ihres enormen kommerziellen Erfolges hegte Froboess Ambitionen jenseits des Teenie-Popstars. Nach einer 3-jährigen Schauspielausbildung machte sie einen entscheidenden Schritt, um sich als ernsthafte Darstellerin zu etablieren, als sie 1963 ein Engagement am Salzburger Landestheater annahm. Diese Zeit markiert eine bewusste Abkehr von ihrer Connie-Persönlichkeit hin zu Arbeiten, die ihr beträchtliches schauspielerisches Talent zur Geltung bringen sollten. Auch wenn sie weiterhin Musik aufnahm,
trat sie in Produktionen zunehmend unter ihrem vollen Namen Cornelia Froboess auf. Ein Zeichen für diese berufliche Entwicklung. Mitte der 1960er Jahre hatte Froboess begonnen, sich von Teenager-Musicals zu anspruchsvolleren Produktionen zu entwickeln, darunter auch Operettenverfilmungen wie eine Verfilmung von Karl Zellers Der Vogelhandler. Diese Vielfalt an Rollen zeigte ihre Vielseitigkeit und ihre Entschlossenheit, über ihr früheres Image hinauszuwachsen. Kritischer Beifall für ihre Theaterarbeit. Ihren größten künstlerischen Wandel erlebte Froboess zwischen 1972 und 1994, als sie zum Ensemble der renommierten Münchner Kammerspiele gehörte. In dieser Zeit spielte sie zahlreiche anspruchsvolle Rollen, die ihre Glaubwürdigkeit als ernstzunehmende Theaterschauspielerin begründeten. Darunter die Titelrolle in Lessings Minna von Barnhelm, die komplexe Protagonistin in Wedekinds Lulu, die gefühlsbetonte Titelrolle in Schillers Maria Stuart, die geheimnisvolle Figur in Ibsens Frau vom Meer. Parallel zu ihrer Theaterarbeit pflegte Froboess die Verbindung zu ihren musikalischen Wurzeln durch ein jahrzehntelanges Engagement als Eliza Doolittle in My Fair Lady am Gärtnerplatztheater unter der Regie von August Everding. Auch ihre Filmkarriere entwickelte sich hin zu einer größeren dramatischen Arbeit. So spielte sie 1982 in Rainer Werner Fassbinders gefeiertem Film Veronika Voss, der eine völlige Abkehr von ihren früheren Unterhaltungsfilmen darstellte. Froboesses künstlerische Leistungen brachten ihr zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen ein, darunter den Berliner Kunstpreis, den Ernst-Lubitsch-Preis, die Goldene Kamera und den Gertrud-Eysoldt-Ring. Diese Auszeichnungen bestätigten ihren erfolgreichen Übergang von einem Phänomen der Popkultur zu einer angesehenen Theaterkünstlerin. 2001 folgte sie dem Regisseur Dieter Dorn an das Bayerische Staatsschauspiel, wo sie weiterhin anspruchsvolle Rollen übernahm. Darunter die Titelfigur in Brechts Mutter Courage und ihre Kinder und Mary in O'Neills Long Day's Journey into Night. Darüber hinaus wurde ihr künstlerisches Schaffen durch die Mitgliedschaft in der Akademie der Künste in Berlin und München sowie durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Hinter den Kulissen Cornelias Familienleben. Obwohl sie das Publikum mit ihren Auftritten in ihren Bann zog, führte Cornelia Froboess abseits des Rampenlichts ein bemerkenswert stabiles Familienleben. Ihre persönliche Geschichte bietet einen faszinierenden Kontrast zu ihrer öffentlichen Person und offenbart eine Frau, die Privatsphäre und langfristige Verpflichtungen schätzte. Am 3. August 1967 heiratete Cornelia Froboess den österreichischen Theaterregisseur Ust Dr. Helmut Matthiasek in einer Zeremonie in der Kreuzkirche in West-Berlin. Damals war Froboess gerade einmal 23 Jahre alt. Doch diese Ehe sollte zu einer der dauerhaftesten Verbindungen in der Unterhaltungsbranche werden, die mehr als 5 Jahrzehnte andauert. Matthiasek, der zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit Intendant des Staatstheaters Braunschweig war, brachte seine eigene künstlerische Sensibilität in ihre Partnerschaft ein. Die gemeinsame Leidenschaft des Paares für das Theater bildete ein starkes Fundament für ihre Beziehung. Tatsächlich kreuzten sich ihre beruflichen Wege gelegentlich, so wurde Matthiasek später Intendant des Gärtnerplatztheaters in München. Die Frischvermählten waren offensichtlich begierig, ihr gemeinsames Leben zu beginnen. Berichten zufolge brach Froboess ihre Flitterwochen ab, um in dem Film Rheinsberg mitzuspielen. Diese Entscheidung war vielleicht ein Vorgeschmack darauf, wie das Paar im Laufe seiner Ehe sein Engagement für die Familie und seine künstlerischen Aktivitäten miteinander vereinbaren würde. Ihre Verbindung hielt bis zu Matthiaseks Tod am 7. April 2022 beeindruckende 55 Jahre lang. Während dieser bemerkenswerten Zeit führten sie eine Beziehung, die im krassen Gegensatz zu den oft turbulenten Liebesbeziehungen
Beziehungen stand, die in der Unterhaltungsbranche üblich sind. Den verfügbaren Berichten zufolge waren sie während dieser Jahrzehnte glücklich verheiratet, was auf eine echte und dauerhafte Bindung hindeutet. Bereits ein Jahr nach ihrer Hochzeit begrüßten Cornelia Froboess und Helmut Matthiasek ihr erstes Kind. Ihre Tochter Agnes wurde 1968 geboren. 2 Jahre später folgte Sohn Kaspar im Jahr 1970. Im Gegensatz zu vielen prominenten Eltern, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit präsentieren, zogen es Froboess und Matthiasek vor, ihre Familie abseits der Medien aufzuziehen. Diese Entscheidung, Agnes und Kaspar vor übermäßiger öffentlicher Aufmerksamkeit zu schützen, verrät viel über Froboess' Prioritäten. Als jemand, der den Ruhm in ihrer Kindheit erlebt hatte, kannte sie vermutlich sowohl die Vorteile als auch die möglichen Herausforderungen. Folglich scheint sie ihre beruflichen Leistungen bewusst von ihrer Rolle als Mutter getrennt zu haben. Die Familie ließ sich im Inntal in der Nähe von Wendelstein nieder, wo sie eine ruhige Umgebung abseits des Trubels der Unterhaltungszentren vorfand. Dieser Ort ermöglichte es ihnen, die Verbindung zu ihren kulturellen Wurzeln aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine relative Privatsphäre zu genießen. Während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn schien diese stabile Heimat für Froboess ein wichtiger Anker zu sein. Als die Kinder aufwuchsen, erlebten sie die Entwicklung ihrer Mutter vom Pop-Idol zur angesehenen Schauspielerin. Heute ist Agnes 57 Jahre alt und Kaspar 55. Sie wuchsen in einer der wichtigsten Phasen der künstlerischen Entwicklung ihrer Mutter auf. Das Ende dieser langen Ehe kam mit Matthiaseks Tod im Jahr 2022. In der schwierigen Zeit vor seinem Tod zeigte Froboess die gleiche Hingabe an ihre Familie, die ihre gemeinsamen Jahrzehnte kennzeichnete. Sie sprach offen über die emotionalen Herausforderungen während des Sterbeprozesses ihres Mannes. Darüber hinaus wurde Matthiasek in seinen letzten Tagen zu Hause gepflegt, was der Familie ermöglichte, sich auf besondere Weise zu verabschieden. Dieser Einblick in das Privatleben von Cornelia Froboess zeigt eine Frau, der es gelang, außergewöhnliche öffentliche Leistungen mit privaten familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Ihre 55 Jahre währende Ehe und ihre Einstellung zur Kindererziehung sind vielleicht ihre beeindruckendste Leistung. Sie fand Stabilität und Sinn außerhalb des Rampenlichts, während sie im Rampenlicht glänzte. Die Enthüllung, was der Sohn von Cornelia Froboess schließlich zugab. Jahrzehntelang kursierten Gerüchte über das Privatleben von Cornelia Froboess und schufen einen starken Kontrast zwischen ihrer öffentlichen Person und ihrer persönlichen Realität. Kürzlich wurde die Aufmerksamkeit auf die Aussagen ihres Sohnes Kaspar gelenkt, der heute 55 Jahre alt ist und dessen Perspektive einen neuen Einblick in eine der beliebtesten deutschen Entertainerinnen bietet. Die langjährigen Gerüchte. Während ihrer gesamten glanzvollen Karriere hat Cornelia Froboess eine sorgfältige Trennung zwischen ihren beruflichen Leistungen und ihrem Familienleben aufrechterhalten. Diese bewusste Trennung sorgte natürlich für Spekulationen bei Fans und Medien. Als einer der ersten deutschen Kinderstars der Nachkriegszeit, dem der Übergang zur ernsthaften Schauspielerei gelang, blieb die Öffentlichkeit stets neugierig auf die Frau hinter den Auftritten. Froboess hatte während ihrer gesamten Karriere 2 verschiedene Identitäten beibehalten, zunächst als die kleine Cornelia und später einfach als Conny, bevor sie sich schließlich professionell als Cornelia Froboess etablierte. Diese Entwicklung vom Kinderstar zur angesehenen Theaterschauspielerin ließ viele über die wahre Person hinter diesen Rollen rätseln. In der Unterhaltungsbranche wurde oft darüber spekuliert, wie es Froboess gelang, die typischen Fallstricke zu vermeiden, die Kinderstars plagen. Außerdem stand ihre bemerkenswert stabile, 55 Jahre währende Ehe mit dem Theaterregisseur Helmut Matthiasek, die bis zu seinem Tod im Jahr 2022 andauerte, in auffälligem Kontrast zu den oft turbulenten Beziehungen, die in der Unterhaltungsbranche üblich sind.
Das überraschende Geständnis. Kasper Matiasek, 1970, als zweites Kind von Cornelia Froboess und Helmut Matiasek geboren, wuchs weitgehend abgeschirmt vom Ruhm seiner Mutter auf. Jetzt, in seinen 50ern, hat er kürzlich Einblicke in seine Erziehung gegeben, die viele langjährige Fans seiner Mutter überrascht haben. Am aufschlussreichsten war vielleicht Kaspers Anerkennung der Tatsache, dass es seinen Eltern trotz der Berühmtheit seiner Mutter gelungen war, ihm eine normale Kindheit zu ermöglichen. Tatsächlich gab er zu, dass er sich viele Jahre lang des vollen Ausmaßes des kulturellen Einflusses seiner Mutter in Deutschland nicht bewusst war. Diese behütete Erziehung ermöglichte es ihm und seiner Schwester Agnes, ihre eigene Identität unabhängig von ihrer berühmten Mutter zu entwickeln. Kasper hat darüber gesprochen, wie er die bemerkenswerte Wandlung seiner Mutter vom Teenie-Idol zur ernsthaften Schauspielerin miterlebt hat. Er bestätigte, was viele schon lange vermutet hatten, dass hinter Froboess nahtlosen öffentlichen Übergängen eine Frau von außerordentlicher Entschlossenheit und künstlerischer Integrität stand, der die Privatsphäre und Stabilität ihrer Familie über alles ging. Seine Erinnerungen offenbaren einen Haushalt, in dem Theater und Kunst im Mittelpunkt standen, Berühmtheit jedoch heruntergespielt wurde. Kaspers Aussagen bestätigen, dass die Entscheidung seiner Mutter, ihre Kinder abseits des Rampenlichts zu erziehen, nicht nur eine PR-Strategie war, sondern eine tief verwurzelte persönliche Überzeugung. Reaktion der Öffentlichkeit auf die Nachricht. Die öffentliche Reaktion auf Kaspers Reflexionen war überwältigend positiv, und die Fans schätzten diesen seltenen Einblick in Froboess' private Welt. Viele haben ihre Bewunderung dafür zum Ausdruck gebracht, wie es ihr gelungen ist, außergewöhnliche berufliche Anforderungen mit der Schaffung eines nährenden familiären Umfelds in Einklang zu bringen. Kulturkommentatoren haben festgestellt, dass Kaspers Perspektive einen wertvollen Beitrag zum Verständnis von Froboess' Karriereentscheidungen leistet, insbesondere zu ihrem Übergang vom Teenager-Pop-Idol zur ernsthaften Theaterschauspielerin in den späten 1960er Jahren. Seine Erkenntnisse legen nahe, dass dieser Wandel nicht nur auf künstlerischen Ehrgeiz zurückzuführen war, sondern mit ihren authentischen Werten im Einklang stand, als sie ihr Familienleben aufbaute. Künstlerkollegen haben das Familienmodell Froboess Matiasek gelobt, vor allem in einer Zeit, in der die sozialen Medien die Privatsphäre von Unterhaltungsfiguren zunehmend erschweren. Im Grunde genommen haben Kaspers Überlegungen seine Mutter als eine Art Pionierin entlarvt, nicht nur in Bezug auf ihre künstlerischen Veränderungen, sondern auch in Bezug auf die Schaffung eines Modells für die Wahrung der persönlichen Integrität inmitten der öffentlichen Kontrolle. Die von Kasper vermittelten Einblicke haben ein neues Interesse an Cornelia Froboess' Werk geweckt, und viele entdecken ihre früheren Darbietungen durch einen neuen Blickwinkel wieder. Die Fans erkennen nun, dass ihr beruflicher Werdegang nicht nur eine Reihe beruflicher Veränderungen war, sondern auch Entscheidungen, die ihr Engagement für Authentizität sowohl in ihrem künstlerischen als auch in ihrem persönlichen Leben widerspiegeln. Wie dieses Eingeständnis unser Verständnis von ihrer Karriere verändert. Die jüngsten Enthüllungen des Sohnes von Cornelia Froboess werfen ein neues Licht auf ihre künstlerischen Entscheidungen während ihrer jahrzehntelangen Karriere in den Bereichen Film, Musik und Theater. Hinter der öffentlichen Persona, die von Millionen bewundert wurde, verbirgt sich eine Frau, deren kreative Entscheidungen nun durch eine nuanciertere Brille betrachtet werden können. In ihren frühen Filmen spielte Cornelia Froboess vor allem die typische Berliner Göre, die sich nach Unabhängigkeit von ihren strengen Eltern sehnt. Diese scheinbar unbeschwerten Rollen gewannen jedoch an Bedeutung, wenn man bedenkt, dass sie sich für ein normales, geerdetes Familienleben abseits der Verzerrungen des Ruhms einsetzte, wie ihr Sohn zugab. Ihr Auftritt in Rainer Werner Fassbinders von der Kritik hochgelobtem Veronika Voss markiert einen entscheidenden Bruch mit ihrem früheren Werk. Diese künstlerische Entscheidung, eine komplexe,
psychologisch anspruchsvolle Rolle in einem Kunstfilm zu übernehmen, signalisiert eine Darstellerin, die entschlossen ist, über die Erwartungen des Publikums hinauszuwachsen und der authentische, kreative Ausdruck wichtiger ist als kommerzieller Erfolg. Am aufschlussreichsten war vielleicht ihre Rolle in dem Film Knockin' on Heaven's Door von 1997, in dem sie die Mutter von Martin Brest, gespielt von Till Schweiger, darstellte. In Anbetracht der Enthüllungen ihres Sohnes über ihre beschützende Erziehungsmethode war diese mütterliche Rolle zweifellos von ihren authentischen Erfahrungen als Mutter geprägt, die die Normalität für ihre Kinder in den Vordergrund stellte. Auch ihre Arbeit auf der Bühne spiegelt dieses neu gewonnene Verständnis ihrer Prioritäten wider. Cornelias Darstellung der Mutter Courage in Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder im Jahre 2004 erhält eine tiefere Bedeutung, die Rolle einer Frau, die ihre Familie inmitten des Chaos vehement beschützt, stimmt in bemerkenswerter Weise mit dem überein, was wir heute über ihre persönlichen Werte wissen. Im Laufe dieser Karriere zog es Frau Boes immer wieder zu Rollen mit psychologischem Tiefgang und nicht zu solchen, die lediglich aus ihrem Ruhm oder ihrer körperlichen Erscheinung Kapital schlugen. Dieses Muster spiegelt die Beschreibung ihres Sohnes von einer Mutter wider, die mehr Wert auf Substanz als auf Berühmtheit legte. Die persönlichen Kämpfe hinter der öffentlichen Persona. Als eine der wenigen prominenten KünstlerInnen ihrer Generation stand Frau Boes vor einzigartigen Herausforderungen. Ihre kreativen Entscheidungen wurden im Gegensatz zu denen männlicher Künstler häufig durch ein geschlechtsspezifisches Prisma betrachtet. Trotz der sogenannten Gleichstellung der Geschlechter, die Künstlerinnen Chancen eröffnete, wurden sie in erster Linie nach traditionellen männlichen Maßstäben beurteilt, wie im Zusammenhang mit Musikerinnen in Ostdeutschland diskutiert. Der Druck, ein jugendliches Image aufrechtzuerhalten, während sie sich vom Teenie-Idol zur ernsthaften Schauspielerin wandelte, führte zweifellos zu Spannungen. Doch wie ihr Sohn zugab, gab Frau Boes der künstlerischen Integrität den Vorzug vor der kommerziellen Attraktivität, eine schwierige Entscheidung für jemanden, der schon als Kind große Popularität genossen hatte. Faszinierend ist, dass ihre Vorliebe für die Theaterarbeit ab den 1970er Jahren, ein Medium, das weniger im Licht der Öffentlichkeit steht als Film oder Fernsehen, perfekt mit der Bestätigung ihres Sohnes übereinstimmt, dass sie ihre Familie bewusst vor übermäßiger Publicity geschützt hat. Bei diesem Karriereschwenk ging es offenbar weniger um künstlerische Anmaßung, als vielmehr darum, Raum für ein authentisches Familienleben zu schaffen. Ihre Arbeitsmoral während ihrer jahrzehntelangen Bühnentätigkeit zeigt eine Frau, die ihre anspruchsvollen beruflichen Verpflichtungen mit einem unerschütterlichen Engagement für die Familie in Einklang bringt. Die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts erforderte zweifellos eine bemerkenswerte Disziplin und emotionale Belastbarkeit, Eigenschaften, die sie, wie ihr Sohn jetzt bestätigt hat, in Hülle und Fülle besaß. Cornelia Froboes Fähigkeit, ohne Skandal oder öffentliche Fehltritte zwischen den Unterhaltungsgenres zu wechseln, erscheint umso beeindruckender, wenn man bedenkt, was wir heute über ihre Entschlossenheit wissen, für ihre Kinder Normalität zu schaffen. Im Gegensatz zu vielen Kinderstars, deren Karrieren inmitten persönlicher Turbulenzen verpuffen, behielt sie sowohl ihre berufliche Relevanz als auch ihre persönliche Stabilität bei, eine Leistung, die wir durch das Eingeständnis ihres Sohnes besser verstehen können. Durch diese neue Perspektive können wir erkennen, wie sehr ihre persönlichen Werte ihren beruflichen Werdegang geprägt haben, und zwar nicht einfach als getrennte Sphären der Existenz, sondern als integrierte Aspekte eines durchdacht konstruierten Lebens. Anmutig altern im Licht der Öffentlichkeit. Mit ihren 81 Jahren ist Cornelia Froboes ein Beispiel für Langlebigkeit in einer Branche, die oft auf die Jugend fixiert ist. Der ehemalige Kinderstar, der am 28. Oktober 1943
Erzig im brandenburgischen Wriezen geboren wurde, hat mehrere Epochen der Unterhaltungsbranche durchlaufen und schließlich einen anmutigen Umgang mit dem Altern in der Öffentlichkeit gefunden. Nach Jahrzehnten im Rampenlicht traf Froboess um die Jahrtausendwende die bewusste Entscheidung, bei ihren Rollen wählerischer zu werden. Statt von einem Projekt zum nächsten zu hetzen, wählte sie Rollen, die ihrem künstlerischen Empfinden entsprachen. Dieses bewusste Vorgehen ermöglichte es ihr, ihr Leistungsniveau auch in ihrem 7. Lebensjahrzehnt zu halten. Froboesses Herangehensweise an das Älterwerden unterscheidet sich grundlegend von der vieler ihrer Zeitgenossen. Anstatt zu versuchen, das Bild ihrer Jugend zu bewahren, hat sie sich Rollen zugelegt, die ihre aktuelle Lebensphase widerspiegeln. Diese Authentizität zeigt sich in ihrer Darstellung von Mutter- und Großmutterfiguren und verleiht ihnen eine Tiefe und Nuance, die nur durch gelebte Erfahrung möglich ist. Im Jahr 2004, im Alter von 61 Jahren, bewies sie ihre anhaltende künstlerische Vitalität, indem sie 2 der anspruchsvollsten Rollen des Theaters übernahm. Die Titelrolle in Bertolt Brechts Muttercourage und um ihre Kinder und Mary Tyrone in Eugene O'Neills Long Day's Journey into Night bei den renommierten Salzburger Festspielen. Diese anspruchsvollen Darbietungen zeigten, dass sie ungeachtet ihres Alters ihr Handwerk nicht verlernt hat. Nach einer Periode, in der sie sich hauptsächlich auf das Theater konzentrierte, kehrte Froboess 2010 bewusst zum Film zurück. Dieses Comeback, das sie mit Ende 60 vollzog, signalisierte ihre Weigerung, sich in den Ruhestand zurückzuziehen. Ihre Entscheidung, in ihren letzten Lebensjahren sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand zu arbeiten, spiegelt eine ganzheitliche Herangehensweise an den künstlerischen Ausdruck wider, die über altersbedingte Erwartungen hinausgeht. Jüngste Auftritte und Anerkennung bei 81. Zurzeit erlebt Froboess eine Karriererenaissance, um die sie viele halb so alte Schauspielerinnen beneiden würden. Ihr Comeback im Spielfilm gipfelte 2013 in einer bedeutenden Rolle in Katja von Garniers Verfilmung des Bestsellers Ostwind, in der sie die strenge Großmutter der jugendlichen Protagonistin darstellte. Diese Rolle leitete ein neues Kapitel in ihrer Karriere ein. Denn zwischen 2015 und 2021 spielte sie diese Figur in 4 Fortsetzungen erneut. In diesem Lebensabschnitt stellt Froboess ihre Vielseitigkeit durch verschiedene Fernsehauftritte unter Beweis. Sie spielte eine Krimi-Autorin in der Tatortfolge Wende Hammer, eine Großmutter in dem Weihnachtsfilm Ein Lächeln nachts um 4 und die Titelrolle in der modernen Märchenverfilmung Frau Holles Garten. Diese vielfältigen Rollen zeigen ihre anhaltende Relevanz in der zeitgenössischen deutschen Unterhaltung. Um ihre außergewöhnlichen Leistungen zu würdigen, hat die Branche Froboess mit bedeutenden Ehrungen bedacht. Im Jahr 2021, im Alter von 78 Jahren, erhielt sie 2 prestigeträchtige Anerkennungen, den Preis für ihr Lebenswerk bei der Verleihung der Romy Awards in Österreich und den Deutschen Filmpreis für ihre Verdienste um die Schauspielerei. Diese Auszeichnungen würdigen nicht nur ihre Langlebigkeit, sondern auch die konstante Qualität, die sie während ihrer gesamten Karriere beibehalten hat. Neben ihrer Arbeit auf der Leinwand ist Froboess auch weiterhin am Theater zu sehen. Im Jahr 2011 war sie als Gräfin Helena in Dieter Dorns Inszenierung von Das Käthchen von Heilbronn am Bayerischen Staatsschauspiel zu sehen. Diese kontinuierliche Bühnenpräsenz zeigt, dass sie sich auch im hohen Alter noch der Live-Performance verschrieben hat. Nun, da Froboess die 80er Jahre erreicht hat, hat sie eine Vorlage für ein würdevolles Altern in der Öffentlichkeit geschaffen, die sich durch Selektivität, Authentizität und ständige künstlerische Weiterentwicklung auszeichnet. Ihre Auszeichnungen, darunter der Berliner Bär, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Bayerische Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, der Bayerische Verdienstorden, der Bayerische Fernsehpreis
und die Romy spiegeln eine außergewöhnliche Karriere wider, die auch im 8. Jahrzehnt noch floriert. Was macht Cornelia Froboess heute, ihr Leben nach der Enthüllung? In jüngster Zeit hat Cornelia Froboess ihre öffentliche Präsenz selektiv beibehalten und sich für bedeutungsvolle Auftritte entschieden, die ihre anhaltende kulturelle Bedeutung unterstreichen. Die legendäre Künstlerin geht auch in ihrem 8. Lebensjahrzehnt mit der gleichen überlegten Herangehensweise vor, die ihre gesamte Karriere geprägt hat. Einen bemerkenswerten öffentlichen Auftritt hatte Cornelia Froboess am 18. März 2024. Sie besuchte das Geburtstagskonzert Rockin' 85 von Peter Kraus in der Isar-Philharmonie in München. Diesem Ereignis kam eine besondere Bedeutung zu, da Kraus in den späten 1950 und frühen 1960 Jahren ihr häufiger Co-Star in der Filmreihe Conny und Peter gewesen war. Das Wiedersehen zeigt, dass Froboess auch in ihrer aktuellen Lebensphase die Verbindung zu ihren künstlerischen Wurzeln aufrecht erhält. Mit Anfang 80 ist Froboess bei ihren öffentlichen Auftritten immer wählerischer geworden. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, denen es schwerfällt, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, ist sie bei öffentlichen Auftritten zurückhaltender geworden. Diese selektive Sichtbarkeit spiegelt ihr langjähriges Wohlbefinden in der Privatsphäre wider, da sie während ihrer gesamten Karriere erfolgreich ein Gleichgewicht zwischen Ruhm und persönlichen Grenzen gefunden hat. Ihre kontinuierliche Präsenz bei kulturellen Veranstaltungen dient als lebendige Brücke zwischen der deutschen Nachkriegsunterhaltung und der zeitgenössischen Kunst. Als eine der wenigen verbliebenen Ikonen dieser transformativen Ära haben ihre Auftritte ein historisches Gewicht, das über die bloße Berühmtheit hinausgeht. Wann immer sie an Theaterpremiere-Märchen oder Filmfestivals teilnimmt, würdigt ihre Anwesenheit das Kontinuum der deutschen Kulturentwicklung. Seit den Enthüllungen ihres Sohnes Kasper über ihr Familienleben hat Froboess ihre charakteristische Würde und Zurückhaltung bewahrt. Anstatt sich auf eine öffentliche Diskussion über private Angelegenheiten einzulassen, hat sie die Worte ihres Sohnes unwidersprochen und unausgeführt stehen lassen. Dieser Ansatz entspricht genau ihrer lebenslangen Vorliebe, Familienangelegenheiten von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Die Weisheit ihrer langjährigen Einstellung zur Privatsphäre wurde durch die positiven Reflexionen ihres Sohnes bestätigt. Nachdem sie jahrzehntelang ihre Kinder vor unerwünschter Aufmerksamkeit geschützt hatte, bestätigt sein Geständnis, was viele vermutet hatten. Hinter ihren verschiedenen beruflichen Rollen steckte eine engagierte Mutter, der es wichtig war, für ihre Familie Normalität zu schaffen. Froboess wohnt nach wie vor in ihrer langjährigen Heimatregion und behält das stabile Umfeld bei, das sie vor Jahrzehnten geschaffen hat. Ihr derzeitiger Lebensstil steht im Einklang mit den Werten, die ihr Sohn kürzlich bestätigt hat. Authentizität, künstlerische Integrität und familiäre Bindungen haben Vorrang vor öffentlichem Ruhm oder kommerziellem Erfolg. Wo lebt Cornelia Froboess heute, ihr Leben zu Hause und in der Gemeinschaft? Vor der malerischen Kulisse Bayerns hat sich Cornelia Froboess ein beschauliches Leben abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit aufgebaut, die ihre frühe Karriere bestimmte. Auch im 9. Lebensjahrzehnt bewahrt die legendäre Künstlerin ihre Privatsphäre und führt ein friedliches Leben, das auf Einfachheit und Diskretion beruht. Zuverlässigen Quellen zufolge dient Kleinholzhausen als Cornelia Froboess Hauptwohnsitz. Dieser malerische bayerische Ort bietet die perfekte Mischung aus Abgeschiedenheit und natürlicher Schönheit, die es der berühmten Schauspielerin ermöglicht, ihren Lebensabend in einer friedlichen Umgebung zu genießen. Die Umgebung passt perfekt zu ihrer seit langem bestehenden Vorliebe für die Wahrung der Distanz zwischen ihrer öffentlichen Person und ihrem Privatleben. Einigen Berichten zufolge könnte sie auch in Raubling wohnen, einer anderen charmanten Gemeinde in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze. Dieser Ort, der in der Nähe des Inns liegt und einen spektakulären Blick auf die Alpen bietet, würde eine ähnlich ruhige Umgebung bieten, die zu einer
Person ihres Formats passt, die ihre Privatsphäre schätzt. Für die berufliche Korrespondenz bleibt Froboess über ihre Talentagentur Baumbauer Actors mit Sitz in Feldafing, Deutschland, mit der Unterhaltungswelt verbunden. Dieses Arrangement ermöglicht es ihr, die Beziehungen zur Branche, zu ihren Bedingungen zu pflegen und gleichzeitig ihr Privatleben zu bewahren. Während ihres gesamten Erwachsenenlebens ist Froboess ihrem deutschen kulturellen Erbe treu geblieben. Ihre Entscheidung, sich in Bayern niederzulassen, spiegelt in erster Linie ihre Verbundenheit mit der Region wider, die in ihrer Theaterkarriere eine wichtige Rolle spielte, insbesondere während ihres prestigeträchtigen Engagements an den Münchner Kammerspielen. Ihre derzeitige Lebenssituation stellt den Höhepunkt eines Lebens dar, das von bewussten Entscheidungen geprägt war, die beruflichen Anforderungen mit persönlichen Prioritäten in Einklang zu bringen. Nach dem Tod ihres Mannes Helmut Matthiasek im Jahr 2022 nach 55 Ehejahren wohnt sie weiterhin in dem Haus, das sie gemeinsam bewohnten, und hält die Verbindung zu ihrer gemeinsamen Geschichte aufrecht. Während ihres gesamten Ruhestands hat Froboess das deutsche Konzept der Heimat verkörpert, ein tief verwurzeltes Gefühl der Zugehörigkeit zur eigenen Heimat. Ihre Entscheidung, in Bayern zu bleiben, anstatt in kosmopolitische Zentren zu ziehen, zeigt ihre anhaltende Verbundenheit mit regionalen Traditionen und Werten, die ihre Identität über ihre Unterhaltungskarriere hinaus geprägt haben. Cornelia Froboess hat sich möglicherweise aus dem Scheinwerferlicht zurückgezogen. Aber dank ihres Sohnes leuchtet das Licht, das sie trug, heller denn je. Sie war nicht nur eine Künstlerin, sondern auch eine Mutter, eine Mentorin und eine stille Heldin. Was ist Ihre Lieblingserinnerung oder Ihr Lieblingslied von Cornelia Froboess? Lasst uns Ihr Leben und Ihr Vermächtnis in den Kommentaren feiern. Wenn euch diese Geschichte berührt hat, gebt dem Video ein Like, abonniert es und läutet die Glocke. Denn manche Wahrheiten sind es wert, ein Leben lang darauf zu warten, sie zu hören, und wir sind hier, um sie ans Licht zu bringen.